Schnell und billig vom Flughafen in die Stadt? In diesem Video verrate ich euch die besten Tipps, worauf ihr nicht reinfallen solltet und welche Verbindung ich am liebsten nutze. Hi, ich bin Grete, ich bin Fremdenführerin in Wien und ich mache Videos für Wien-Besucher. In diesem Video zeige ich euch die verschiedenen Verbindungen, wo man sie am Flughafen findet und wie man ein Ticket für den Zug kauft. Die Zeitangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung. Erstmal Grundlegendes, der Flughafen Wien ist gar nicht in Wien, sondern ungefähr 20 Kilometer außerhalb der Stadt. Er ist sehr gut mit Bus und Bahn angebunden und die Frage ist jetzt, welche Verbindung ist die richtige für euch? Ich würde mir an eurer Stelle mal ansehen, wo genau ihr in Wien hin möchtet, weil jede dieser Verbindungen fährt andere Strecken und gemeinsam mit dem Preis ist das aus meiner Sicht der größte Unterschied. Sehen wir uns mal den Bus an. Die Vienna Airport Lines haben 3 Linien. Linie 1 fährt über den Hauptbahnhof zum Westbahnhof, Linie 2 fährt direkt ins Stadtzentrum zum Schwedenplatz und Linie 3 in den Norden von Wien zum Donauzentrum. Eine einfache Fahrt Vollpreis kostet 8 €. Ich zeige euch jetzt, wie ihr zum Bus kommt. Dafür müsst ihr aus dem Flughafengebäude hinaus und auf dem Bildschirm seht ihr eine Übersicht mit allen Busverbindungen, wann und von wo sie abfahren. Und da seht ihr auch schon ganz oben die Vienna Airport Lines Richtung Wien Westbahnhof am Bussteig 7. Da gehen wir auch gleich hin. Einmal über diese kleine Straße drüber und am Bussteig findet ihr auch einen Automaten, wo ihr die Tickets kaufen könnt. Auf dem Display seht ihr, wann der nächste Bus abfährt. Option 2 ist der CAT, der City Airport Train. Es ist die schnellste Verbindung. Der Zug braucht nur 15 Minuten, weil er fährt nonstop vom Flughafen nach Wien Mitte. Es ist aber auch die teuerste Verbindung. Eine Fahrt Vollpreis kostet 12 €. Und wenn ihr am Flughafen ankommt, es wird überall für den CAT geworben. Lasst euch davon nicht unter Druck setzen und trefft eure eigene Entscheidung. Option 3, die Schnellbahn. Mit der Schnellbahn S7 kommt ihr ebenfalls vom Flughafen nach Wien Mitte. Sie fährt somit exakt die gleiche Strecke wie der City Airport Train. Allerdings legt sie dazwischen ein paar Stopps ein und braucht ungefähr 25 Minuten. Dafür zahlt ihr aber auch nur 4,20 € Vollpreis für eine Richtung. Option 4, die ÖBB. Mit den Zügen der österreichischen Bundesbahn kommt ihr nonstop vom Flughafen zum Hauptbahnhof. Die Züge sind meistens als Railjet angeschrieben. Die Verbindung dauert ungefähr 20 Minuten und kostet 4,20 €, eine Richtung Vollpreis. Jetzt zeige ich euch, wie man zu den Zügen kommt. Ihr folgt den Schildern mit dem Zug und dann kommt ihr zu einer sehr langen Rampe. Rechts davon sind die Schalter der ÖBB und vom City Airport Train. Normalerweise ist hier eine mega lange Schlange. Wenn ihr nur ein Ticket beim Automaten kaufen möchtet, empfehle ich euch einfach weiterzugehen. Es kommen auch Automaten am Flughafenbahnhof am Ende der Rampe und da ist meistens weniger los. Jetzt sind wir am Flughafenbahnhof. Dort, wo alles grün verkleidet ist, geht ihr dann zum Bahnsteig des City Airport Trains hinunter. Auf der anderen Seite kommt ihr zu den Zügen der ÖBB und der Schnellbahn. Ich zeige euch jetzt noch, wie ihr ein Ticket für die ÖBB und die Schnellbahn kaufen könnt. Das macht ihr bei diesen roten Automaten. Ihr gebt einfach ein, wo ihr hin möchtet. Der Flughafen als Abfahrtsort ist bereits vorausgewählt. Und bei den Vorschlägen seht ihr auch schon Wien. Da drückt ihr einfach drauf. Hier könntet ihr auswählen, wenn ihr eine Vergünstigung habt. Ich lasse das für mich mal leer. Und als nächstes werden die Verbindungen vorgeschlagen. Ich nehme gleich den Railjet. Das ist der schnelle Zug der ÖBB direkt zum Hauptbahnhof. Wenn ihr jetzt auf das rote Feld oben rechts geht, müsst ihr nur noch bezahlen und ihr habt euer Ticket. Ihr seht, vom Flughafen nach Wien zu kommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist schnell und günstig. Aber es hat einen großen Nachteil. Viele der Verbindungen fahren nicht während der Nacht. In einem solchen Fall kann Taxi oder Mietwagen für euch interessant sein. Damit das Video nicht so lang wird, habe ich das mal ausgelassen. Falls das für euch interessant ist, lasst einfach einen Kommentar da. Hier kommen alle Optionen zusammengefasst. Am besten pausiert ihr das Video dafür kurz. Und falls euch die Übersicht gefällt, freue ich mich schon mal über einen Daumen nach oben. Während der Pandemie fahren übrigens nicht alle Verbindungen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme pausieren der CAT und die Buslinie 2 der City Airport Lines. Am besten schaut ihr auf den Websites nach, ob sie wieder in Betrieb sind, wenn ihr nach Wien kommt. Ich persönlich mache es immer so, ich nehme entweder die Schnellbahn oder die Züge der ÖBB. Ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich perfekt und auch die Strecke passt für mich gut. Und normalerweise, wenn ich mit dem Flugzeug gelandet bin und das Handy wieder verwenden darf, schaue ich direkt in der ÖBB-App,
wann die nächste Verbindung ist und kauft dort auch das Ticket. Dadurch muss ich mich weder beim Automaten noch beim Schalter anstellen und kann gleich zum Bahnsteig weitergehen. Ihr könnt natürlich auch einfach über Google Maps schauen, welche Verbindung als nächstes kommt. Da sind alle öffentlichen Verbindungen in Wien drinnen. Und noch ein Pro-Tipp. Der Flughafen Wien hat WLAN, das heißt, ihr könnt die Apps runterladen und verwenden, ohne dafür euer Datenvolumen zu belasten.